ich habe mich so richtig fett aufs Maul gelegt und bin so richtig schön durch die Botanik geflogen. Und auf einmal kommen noch Flammen raus. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, liebe Freunde des gepflegten Motorradsports, hier aus dem Automotodrom Grobnik in Kroatien. Wie gewohnt im Oktober zum Saisonabschlusstermin mit Hafenegger Renntrainings. Ja, wie ihr sehen könnt, wir sind da am ersten Tag. Das Ganze ist ein 4-Tages-Event und wir haben heute direkt leider Regen. Das Ganze, wir sind mittlerweile in der Mittagspause, war nicht den ganzen Tag so. Das heißt, wir konnten heute Vormittag schon 3 Turns fahren und alles ist gut gelaufen. Wir sind direkt reingestartet mit 1,36,0 und Ziel ist es natürlich nochmal gegen Ende der Saison, alles was wir dieses Jahr gelernt haben und überall wo wir uns verbessert haben, das Ganze auf die Strecke zu bringen und noch mehr rauszuholen. In dem Sinn schauen wir einfach mal, was geht. Wir hoffen mal, das Wetter wird noch besser. Ich hoffe, es trocknet noch ein bisschen ab, dass wir vielleicht heute auch noch mal ein paar Turns drehen können. Wer Kroatien kennt, weiß genau, das geht relativ fix, dass die Strecke abtrocknet, wenn der Wind ein bisschen weht. Und ansonsten haben wir noch 3 weitere Tage, das heißt 2 komplett einfach nur freies Fahren und am letzten Tag noch ein Sprintrennen. Das alles wird natürlich mitgenommen, es wird gefahren, so viel wie es geht, solange es trocken ist. Ihr kennt mich, ich bin kein Regenfahrer, aber hey, gar kein Problem. Hauptsache, wir haben eine schöne Zeit hier. In dem Sinn heißt es nur, sitzen bleiben, Zeit genießen und einfach ein bisschen fahren. Bevor der Winter kommt, wir alles wieder einmotten müssen und wieder ein halbes Jahr nur auf dem Arsch sitzen. Einen wunderschönen guten Morgen hier an Tag 2 aus Rijeka, Kroatien. Ja, gestern, wie ich es erwähnt habe, konnten wir nicht mehr fahren, weil einfach zu viel Regen da war. Und ja, jetzt gucken wir mal heute. Es pisst immer noch. Wir fahren immer noch nicht. Da stehen die Maschinen. Da liegt der Kim rum. Hallo. Hier haben wir noch Gäste, Obdachlose, die wir in die Box mit aufgenommen haben. Und ja, wir sitzen hier und informieren uns über was? Der Hausrotschwanz ist der Vogel des Jahres, sagt die Tagesschau. So nämlich. So, das heißt, Maschinen stehen immer noch da und auch immer noch ohne Regenreifen. Wollen wir nämlich mal ganz kurz... Oh Gott, da fliegt das andere Handy. Also dann reden wir nämlich mal ganz kurz über das Thema Regenreifen. Und zwar, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr im Regen fahrt oder nicht. Ich persönlich fahre nicht im Regen. Ganz einfach, warum? Weil ich keinen Bock habe auf versiffte Handschuhe, versiffte Schuhe, versiffte Lederkombi und komplett versifftes Moped, wo die Scheiße in jeder Ritze drin hängt. Genau deswegen habe ich keine Lust auf Regen. Jetzt sagen viele, ja gut, aber Regen ist doch das Geilste, das muss man mal gemacht haben. Vor allem Kroatien, Rijeka ist doch die beste Strecke für da im Regen rumzuballern, da hast du super Grip. Ja, mag alles sein, habe ich auch schon gemacht, bevor jetzt wieder die Hater kommen. Ich bin hier in Kroatien schon im Regen gefahren. Ja, ich habe auch meinen Spaß gehabt, war alles super. Solange kein Regen von oben nachkommt und man komplett versifft ist,
sondern nur noch die Strecke feucht ist, gerade so, dass es für Regenreifen noch reicht, hat das echt mega Spaß gemacht. Aber der Punkt war, es war nicht mein Moped. Das heißt, ich muss die Kacke nicht hinterher putzen. So, natürlich macht es dann Spaß, natürlich kann man dann auch rumfahren. Aber mein Ding ist es einfach nicht, habe ich für mich so entschieden. Ich habe auch kein Problem damit, in der Box zu chillen und mir einen schönen Tag zu machen und einfach auf gutes Wetter zu warten. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr im Regen unterwegs seid. Haut ihr euch Regenreifen drauf, weil ihr sagt, nett gefahren, verlorenes Event, verlorenes Geld. Oder chillt ihr euch auch in die Box, nehmt euch ein Bier und macht euch einen schönen Tag. Gucken wir mal, wie jetzt das Wetter hier draußen sich heute entwickelt, ob es noch trocken wird. Und dann, wenn wir fahren können, melde ich mich wieder und ihr seht ein paar Fahraufnahmen. Mit hoffentlich guten Rundenzeiten. Einen schönen guten Morgen, Freunde, hier am Tag 4. Ja, die letzten 2 Tage ist einiges passiert und deswegen habe ich mich mal jetzt hier hingesetzt und werde euch ein bisschen berichten, was genau vorgefallen ist. Fangen wir an, am Tag 2. Wir sind rausgefahren, der Kim und ich, und auf einmal konnte ich ihn auf der Gegengerade überholen, weil er am Ausrollen war und ich habe schon gedacht, oh, hoffentlich nichts Schlimmes, hoffentlich nur Sprit leer. Ja, und dann wurde er vom Schandwagen zurückgefahren in die Box und hat gemeint, die Maschine läuft nicht mehr richtig. Das heißt, sie bockt immer, dann geht sie aus, dann geht sie nicht mehr an, irgendwann geht sie wieder an, dann geht sie doch wieder nicht richtig, dann stottert sie, wenn man Gas gibt und so weiter. Wir haben gesucht wie die Hunde und haben am Ende das Problem bei ihm gefunden, und zwar war es der Killswitch-Schalter. Der Killswitch-Schalter hat nämlich eine lose Lötstelle gehabt, wo das Kabel mal Kontakt hatte, mal keinen Kontakt hatte. Ja, und dadurch ist dann immer wieder die Maschine ausgegangen, oder wenn es Kontakt da war, dann ging sie wieder. Also ganz weirde Geschichte. Problem haben wir gelöst, Killswitch-Schalter haben wir überbrückt und die Maschine läuft wieder. Das heißt, er konnte dann wieder einwandfrei fahren. Er hat sich einen Instruktor genommen und ist damit auch direkt noch seine neue persönliche Bestzeit mit einer 1,36 gefahren. Das ist soweit ganz gut gewesen. Dann kommen wir mal zu mir. Tag 2. Da ging es los mit Problemen, dass die Kette schon wieder geschlagen hat. Ihr habt es in den letzten Events gesehen. Da habe ich immer wieder ein kaputtes Kettenblatt gehabt. Die Kette war immer lose gewesen. Ja, diesmal wieder, aber aus einem anderen Grund.
Und zwar habe ich doch mal die Ritzelabdeckung aufgemacht und die Ritzelmutter, viele R1-Fahrer kennen es, war komplett lose. Glücklicherweise fahre ich mit Ritzelabdeckung, das heißt, ich habe die Mutter nicht verloren, konnte die dann wieder festziehen und dann war alles wieder okay. Aber allein, dass die sich jedes Mal immer löst, ist halt wirklich eine Sache, die nervt einfach übel. Also jeder, der eine R1 hat, hat das Problem schon mal gehabt, mit Sicherheit, weil es ist immer wieder das Gleiche und diese Einschlagnuten sind einfach nicht genug. Und dann ging es weiter zu Tag 3, Renntag. Ja, das Rennen war gut gelaufen, seht ihr aber in einem separaten Video. Aber bevor ich Rennen fahren konnte, kam es erstmal zu einem fatalen Crash. Ich bin morgens 9 Uhr, erster Turn, auf die Maschine gekrabbelt, fahre eine erste schöne gemütliche Runde, merke, ich fühle mich ganz gut, der Flow ist da. Und habe dann auch mal versucht, ein bisschen zu pushen. Auf der Uhr stand eine 35 tief, dachte ich, da geht noch mehr. Und fahre Start-Ziel entlang. Und beim Anbremsen in die erste Kurve merke ich auf einmal, wie mein Hinterrad gar keinen Kontakt mehr hat und alles nur noch rechts, links am Rudern ist. Und ich konnte es mir in dem Moment nicht erklären, war aber auch nicht viel Zeit, weil dann ging es nur noch nach oben in den Himmel. Das heißt, ich habe mich so richtig fett aufs Maul gelegt und bin so richtig schön durch die Botanik geflogen. Habe mich fett hingecrashed, die Maschine ist noch ins Kies geschlittert und Airbag bei mir aufgegangen, volles Programm. Dann habe ich erstmal vor meinem Schandhaufen da gestanden und auf einmal kommen noch Flammen raus. Das ist ja unglaublich. Hat das Ding noch angefangen zu brennen. Der Streckenposten ist erstmal zu meiner Maschine gewatschelt gekommen, hat dann gesehen, scheiße, die brennt, ist zurückgerannt zu seinem Häuschen, hat den Feuerlöscher holen müssen, ist dann wieder zu meiner Maschine. Nachdem ich die Flammen gesehen habe, habe ich eigentlich schon das Ding begraben, weil das hat ausgesehen, wie wenn die gleich komplett ausbrennen würde und Thema erledigt. Mir ging es soweit gut, eine Prellung an der Hüfte und den Fuß ein bisschen aufgeschlagen, aber gut, damit kann man leben. Ich konnte aufstehen, ich konnte weglaufen, hatte sonst nichts Schlimmeres, aber die Maschine war halt wirklich hin. Feuer wurde gelöscht, Maschine aufgesammelt auf den Schandwagen und ab zurück in die Box. Und da ging es dann erstmal um die Bestandsaufnahme. Wie immer hat es dann natürlich erstmal schlimm ausgesehen mit überall dem Feuerlöschschaum. Brandstellen vom Feuer, Öl überall rausgelaufen. Das hieß dann als allererstes komplett alles sauber machen, alle Verkleidungsteile abbauen. Lenkerstummel war krumm gewesen, Fußrastenanlage war krumm gewesen, abgebrochen. Aber das waren nur Kleinigkeiten. Optische Sachen wie ein verballerter Auspuff, da befassen wir uns noch gar nicht damit. Erstmal war wichtig zu wissen, ist der Motor hochgegangen oder was war die Ursache? Nachdem dann alles abgebaut war und ich einen genaueren Blick drauf werfen konnte, habe ich gesehen, dass sich der O-Ring vom Ölfilter irgendwie rausgedrückt hatte und dadurch das komplette Öl rausgeschossen ist, mir auf den Hinterreifen und ich dadurch gar keine Chance hatte, die Maschine irgendwie noch zu fangen, sondern Öl auf dem Hinterreifen war wie wenn ihr versucht auf Glatteis zu fahren, also gar keine Chance, da irgendwie was zu retten. Und können wir noch vom Glück sagen, dass es nichts Schlimmeres war. Außerdem war ich mega happy, dass es kein Loch im Block war, dass der Motor heile war und ich dann am Ende auch entschieden habe, die Maschine schnellstmöglich wieder aufzubauen. Heißt, nachdem dann alles endlich wieder sauber war, neuen Ölfilter geholt, neues Öl geholt, das zusammengeballert, Maschine gestartet und sie lief. Sie lief einwandfrei, ohne Probleme, ohne Faxen, ohne Mucken. Hat erstmal aus dem Auspuff noch schön Kies rausgeschossen, aber technisch war das Thema dann somit schon mal alles einwandfrei. Dann ging es weiter, Verkleidung gefixt, Stummel gefixt, Rastenanlage gefixt, so ein paar Kleinigkeiten, die einfach noch ewig aufgehalten haben, gefixt. Und dann habe ich den kompletten Tag damit verbracht, die Maschine wieder einwandfrei herzurichten, soweit es natürlich geht, mit den gegebenen Mitteln, die mir zur Verfügung gestanden haben. Fakt war aber, um 15 Uhr hat die Maschine wieder fahrbereit, einsatzbereit dagestanden. Dann ging es doch darum, wie ging es meiner Schutzausrüstung respektive Lederkombi. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal in Ruhe an. Fangen wir am besten direkt an mit dem Helm. Der Helm hat glücklicherweise gar nichts abbekommen. Der hat hier hinten am Spoiler hat er ganz leichte kleine Kratzspuren, aber überhaupt nicht schlimm, er ist nicht aufgeschlagen. Glücklicherweise, neuer Helm, wäre ärgerlich gewesen, wenn der direkt die Grätsche gemacht hätte. Ich meine, auf der anderen Seite, dafür ist er da, aber mit dem Helm war alles gut. Dann, nagelneuer Satz Handschuhe, direkt vor dem Event gekauft, das erste Mal angehabt und die haben es auch gut weggesteckt. Das heißt, den hier können wir weglegen.
Der hat den Boden gar nicht erst berührt. Und der linke Handschuh, wenn wir uns den mal genauer angucken, der hat einzig und allein an der äußeren Kante kleine Schleifspuren. Nicht weiter tragisch, unten das Rochenleder von den Handballen hat einwandfrei geschützt. Das heißt, auch der kann noch weiter benutzt werden. Mit dem konnte ich auch noch weiter fahren. Dann kommen wir aber mal zum Hauptteil, und zwar zur Lederkombi. Wie ihr aus den vorherigen Videos schon wisst, habe ich eine Gimoto Airbag Lederkombi. Und das heißt, der Airbag hat natürlich auch ausgelöst bei dem Crash. Glücklicherweise, dadurch ist mir wahrscheinlich auch nichts Schlimmeres passiert, weil, wie ihr im Video gesehen habt, ich bin richtig schön hinten auf dem Nacken aufgeschlagen und über den Höcker gerutscht. Der Airbag hat sich so weit aufgeplustert, dass er auch meinen Hals, Schlüsselbeine, Nacken und so weiter richtig schön geschützt hat und dadurch ist mir persönlich schon mal nichts weiter passiert. Der Lederkombi selbst hat da nur ein paar kleinere Kratzspuren davon getragen. Wenn wir uns den Kombi von vorne angucken, sehen wir, alles ist Taco, alles ist in Ordnung, keine Kratzspuren. Klar, ich bin ja auch nicht auf den Bauch gerutscht, von dem her alles super. Von hinten sieht die Welt dann schon ein bisschen anders aus. Wie erwähnt, ich bin hinten auf dem Höcker gerutscht, das heißt, wir haben hier am Höcker seitlich ein paar Schleifspuren und obendrauf, wo der Höcker endet, beziehungsweise der Durchgang für einen Trinkschlauch ist, da hat es ein bisschen gelitten. Das heißt, da ist das Leder dann doch schon gut geschliffen worden. Am Übergang der Naht vom Leder zum Stoff sehen wir, hier sind so ein paar kleinere Löcher drin, aber auch nichts Wildes. Das heißt, auch hier hat der Lederkombi einwandfrei gehalten, die Naht wunderbar gehalten. Ansonsten haben wir ein paar kleinere Schleifspuren am linken Arm. Klar, über den Arm habe ich mich abgerollt, aber wie wir sehen können, das Leder ist in keinster Weise angegriffen, lediglich der Druck vom Yamaha ist ein bisschen abgeschabbelt, aber auch nicht weiter schlimm. Die größte Schadstelle haben wir hier im Bereich linker Oberschenkel. Klar, da bin ich auch am längsten und am weitesten über den Asphalt mitgerutscht. Das heißt, hier haben wir Oberschenkelübergang zum Arsch, so ein paar Schleifspuren. Das Leder ist nicht durchgegangen, ganz wichtig. Es ist lediglich oberflächlich angekratzt und hat halt dort, wo vernäht ist, sehen wir hier zum Beispiel, die erste Nahtschicht nimmer überlebt. Alles in allem überhaupt nicht weiter tragisch, das heißt, ich konnte bei dem Event den Lederkombi weiterfahren als klassischen Lederkombi, einfach einen Rückenprotektor rein und wieder ab auf die Strecke, da ich in dem Fall keine weitere Airbag-Kartusche dabei hatte. Kein Thema, so konnte ich ganz normal fahren, wie wenn ich einen normalen Lederkombi ohne Airbag hätte. Für jetzt sind das Stellen, die ich bei Gimoto reparieren lassen kann und vor allem einfach nur mit einer neuen Airbag-Kartusche ausstatten kann und dann ist der Airbag-Kombi wieder genauso einsatzfähig wie vorher. Das ist eine Sache, die dauert 10 Minuten, ist die neue Kartusche drin, der neue E-Auslöser drin und alles ist fertig. Somit muss ich sagen, bin ich insgesamt super mega zufrieden mit meiner Gimoto Airbag Lederkombi. Sie hat alles gemacht, wofür sie da ist, sie hat mich geschützt und sie ist immer noch weiter fahrbar. Neue Kartusche rein, innerhalb von 10 Minuten ist sie wieder voll einsatzfähig und ich kann direkt wieder raus auf den Trackday. Wenn ihr jetzt auch Interesse an einer Wunschdesign Mars Airbag Lederkombi von Gimoto habt, dann checkt unten in der Videobeschreibung den Link zu Renngrip aus. Dort findet ihr alle Informationen und ihr könnt euch eure Lederkombi schon mal im Vorfeld selbst konfigurieren. Außerdem kann ich euch mitteilen, am Montag startet auch bei Renngrip die Black Week. Das heißt, ihr habt die Chance vom 25.11. bis zum Freitag 29.11. große Rabatte abzustauben. Das heißt, abhängig von eurem Einkaufswert 10%, 15% oder sogar 20% Rabatt einzustreichen auf ausgewählte Produkte. Checkt dafür auch den Link unten in der Videobeschreibung aus. So viel zu meiner Schutzausrüstung. Das heißt, ich bin vor Ort dann wieder in die Lederkombi reingesprungen und Ich bin zum ersten Testturn rausgefahren. Wunderbar gelaufen, Maschine wieder einwandfrei funktioniert, mein Kopf soweit auch frei gewesen. Das heißt, mit dem neuen Satzreifen konnte ich dann auch problemlos wieder reinlaufen lassen. Bin dann erstmal eine 37 gefahren. Zum Reinkommen und zum Checken, ob die Technik einwandfrei funktioniert, was der Fall war. Und daraufhin habe ich mich dann noch im Rennen angemeldet. Jawohl. Ich bin dann durch die gute Quali-Zeit am Morgen durch meine eine gezeitete Runde auf Platz 8 gestartet. Konnte somit also direkt ins Rennen gehen. Hat alles wunderbar gehalten. Rennen einwandfrei durchgelaufen. Schöne Fights gehabt. Und das Rennen dann am Ende auch noch auf dem Platz beendet. Das heißt, alles ist gut gelaufen. Maschine läuft. Und jetzt heute, an Tag 4, können wir nochmal schön Fahrzeit haben. Freies Fahren, einfach nur genießen. Du, das genießen. Und gucken, dass alles funktioniert. In diesem Sinn, schnacken wir nicht lang rum. Ich schwinge mich in die Lederkombi und gehe raus auf die Strecke, drehe noch ein paar Runden, bevor dann die Saison komplett zu Ende ist und ich über Winter die Maschinen dann wieder schick mache. Für euch heißt es jetzt aber unten kommentieren, was ihr von der ganzen Aktion haltet. Wie kann das passieren, dass ein Ölfilter, der O-Ring einfach so rausspringt? Schreibt mal eure Meinung dazu. Ansonsten, wie immer, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, Like da lassen, Kanal abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, meine Freunde. Ciao, ciao.